Hallo liebe Aquarellfreunde, heute geht es mal wieder ums kleine Format. Ihr seht, ich habe hier einige Karten aufgebaut, Weihnachten steht ja vor der Tür und wir werden heute ein paar Weihnachtskarten malen. Ich besorge mir dafür ja immer das Büttenpapier als Klappkarte. Wo habe ich denn mal eine? Hier. Ja, und dann lasse ich mir das mit einem Passepartout-Rahmen ausschneiden und dann klebe ich diese Karten, die ich mit euch gemeinsam gleich malen werde, hier hinein. Und das sind dann so kleine nette Kostbarkeiten für liebe Menschen, die man damit beschenken kann. Ihr kennt es von dem Osterfilm, da habe ich es ganz ähnlich gemacht. In diesem Film, wenn ihr da nochmal nachschauen wollt, wird genau erklärt, wie ich das bastle, wie ich es klebe, wie die Einlegekarte dann reinkommt. Das werde ich heute nicht so ganz genau erklären. Heute geht es ums Malen. Ich habe 3 Motive mitgebracht. Einmal den Weihnachtsstern hier, den ich ganz schön finde mit dem Rot-Grün-Kontrast. Das sind ja die typisch weihnachtlichen Farben. Und dann gibt es noch die Glocke mit dem Mistelzweig. 2 wirklich zeichnerische Motive, die auch ins Detail gehen. Beim dritten Motiv jedoch werden wir ein bisschen experimenteller. Und wir arbeiten bei dem dritten Bild auch mit Blattgold. Das ist natürlich besonders schön weihnachtlich, das glänzende Gold. Und wie das genau funktioniert und was wir dann dafür brauchen, erkläre ich weiter hinten im Video. Und jetzt geht es erstmal los. Hier liegt nun schon die Skizze für mein kleines erstes Motiv, ein Weihnachtsstern mit einigen grünen Zweigen und gelben Beeren. Ich möchte ihn als Vignette ohne Hintergrund malen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch ein kleiner Text auf dem weißen Grund gut passen würde. Es geht los mit einer Mischung aus Cadmiumrot und Alizarin Karmesin. Ich male die roten Blätter des Weihnachtssterns mit dem warmen Rot und dem kühlen Rot gleichzeitig, sodass die Farbmischung schön vibrieren kann. Einen kleineren Stern setze ich hier rechts unten in der gleichen Farbmischung. Für die Kiefernzweige mische ich warmes und kühles Grün mit einer Spur Blau. Bei mir sind das Green Appetite Genuine und Perry Lane und Kobaltblau. Mit einigen wenigen Strichen deute ich die grünen Zweige und einige Blätter an. Zum Schluss setze ich noch ein paar Beeren mit lichter Ocker und Sienna gebrannt, um mit ganz kleinen Formen ein wenig Fröhlichkeit in das Motiv zu bringen. Nun radiere ich alle sichtbaren Bleistiftstriche aus und entferne das Tesa Crepe. Hier seht ihr, wie das Bild in die vorbereitete Karte passt.
Ich setze euch unter dem Video wieder, wie schon an Ostern, einen Link, über den ihr per E-Mail bei mir ein Set mit 6 Kartenrohlingen, 3 Quer- und 3 Hochformat bestellen könnt. Sie sind aus festem Büttenpapier und kommen mit Einlegeblatt und Büttenumschlag. Das zweite Motiv ist diese Weihnachtsglocke mit einem Mistelzweig. Ich beginne mit der Glocke in Cadmiumgelb und lichtem Ocker. Um die hellen Mistelbeeren male ich hier heute herum. Ihr könntet sie aber auch mit Maskierflüssigkeit abdecken. Dann kann man schneller und lockerer arbeiten. In der Glocke lasse ich die Farben mit viel Wasser schön ineinander laufen. Im schattigen Bereich kommt Ultramarin in die Mischung. Das Grün für den Mistelzweig mische ich wieder mit Green Appetite Genuine und lichtem Ocker. Später kommen in die schattigen Bereiche etwas Perylane Green und Ultramarinblau dazu. Mit einer Mischung aus Zylinblau und Alizarin-Karmesin male ich die Schattenrundungen der Mistelbeeren. Ein Tropfen Wasser sorgt für weiche Übergänge. Den Klöppel kann man hier mit Wasser und einem fast trockenen Pinsel wieder abheben. Ein paar zarte Linien und kleine Korrekturen und nicht vergessen, die Bleistiftspuren wieder ausradieren. Hier fehlen noch die kleinen Punkte in den Beeren und fertig ist das zweite Kartenmotiv. Jetzt wird es richtig festlich. Für diese Karte habe ich noch einen Blattgoldrest seit Jahren in meinem Bastelschrank. Ihr könnt aber auch preisgünstigeres Schlagmetall dafür verwenden. Die Verarbeitung bleibt gleich und es glänzt sicherlich fast genauso schön. Ich beginne hier mit dem Hintergrund locker mit Zylinblau und etwas Kobaltblau über die gesamte Fläche.
Ruhig mit viel Wasser und einigen Spritzern arbeiten. Nun am besten an der Luft trocknen lassen und nicht föhnen. So können sich die Pigmente in aller Ruhe auf dem Papier absetzen und der Farbauftrag bleibt auch nach dem Trocknen lebendig. Mit Winsor Violet arbeite ich nun die große Kugel aus. Diese Karte möchte ich in verschiedenen Blautönen halten. Schön wäre bestimmt auch eine Version mit roten Kugeln oder mit ganz anderen Farben. Die kleinere Kugel male ich mit mehr Blau und die ganz kleine hinten mit Kobalttürkis Light. Die Kugel rechts bleibt frei, sie soll gleich vergoldet werden. Nun muss alles erst einmal trocknen. Hier seht ihr mein kostbares Blattgold. Das ist natürlich besonders fein und edel auf meiner Karte. Ich bin mir aber sicher, dass es auch mit den preiswerteren Alternativen aus dem Bastelgeschäft gut klappt und ähnlich glänzend wird. In jedem Fall brauchen wir einen Kleber, die sogenannte Anlegemilch, um das Gold oder Schlagmetall auf das Papier aufzubringen. Die Materialien zum Bestellen verlinke ich wie immer unter dem Video. Mit einem alten Pinsel gebe ich großzügig Anlegemilch auf alle Flächen, die nachher mit Gold bedeckt sein sollen. Bei mir sind es die Ösen der Kugeln, die kleine Kugel rechts oben und die Punkte auf der großen Kugel. Nun muss die Anlegemilch zunächst trocknen. Das dauert etwas, eine halbe Stunde ungefähr. Gerade die richtige Zeit für einen Weihnachtskaffee und ein paar Plätzchen. Die Anlegemilch ist nun angetrocknet, aber noch klebrig. Jetzt hebe ich vorsichtig einen Bogen Blattgold aus dem Mäppchen und lege es auf die vorbereitete Fläche. Mit einem trockenen und weichen Pinsel drücke ich das Gold leicht auf den Untergrund. Nun kann ich das Papier abziehen und mit dem Pinsel die überstehenden Goldpartikel abbürsten. Die Schnüre der Kugeln ziehe ich mit einem feinen Filzstift und fertig ist Karte Nummer 3. Hier seht ihr meine kleine Goldedition. Euch fallen bestimmt noch viele andere Gestaltungsmöglichkeiten ein. So, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, meine 3 kleinen Weihnachtsmotive haben euch Spaß gemacht und ihr habt jetzt so richtig Lust bekommen, es selber auszuprobieren. Wir sehen uns nächste Woche hier schon wieder, am Samstag. Da geht es um meinen neuen Kalender und um ein Bild daraus. Ich freue mich auch immer, wenn ihr mal auf meiner Website vorbeischaut, die aquarellwerkstatt.de. Da findet ihr viele Bilder und auch viele Kurse und Malreisen, die hoffentlich im nächsten Jahr wieder stattfinden können. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.